finde es jetzt sehr schön, mal mit jemandem zu reden, der Wolfgang auch gekannt hat, weil ich habe ja erst so spät mit dem Klettern angefangen, dass es für mich immer nur so eine Legende war und die Route auch schon als 9a und erste und schwerste 9a der Welt bekannt war. Und das ist ja wahrscheinlich das bekannteste Bild von Wolfgang in der Aktion. Ja, das habe ich 1992 gemacht und da hat er es aber nicht klettern können. Also das war einfach, da hat er für Fotos hat er es gemacht. Ne? Aber das weißt du ja selbst, dass man, wenn man fotografiert wird, ist man vielleicht nicht ganz so motiviert. Genau, nur für den Fotografen eine Route. Ja, das ist der erste Zug. Und wie ist er bei dir so gelaufen, dieser erste Zug? Ja, also ist mit Abstand der schwerste Einzelzug und fühlt sich genauso an, wie Wolfgang auf diesem Bild guckt. Also man hängt an dem Fingerloch und ist jedes Mal wieder überrascht, wie weit der eigentlich relativ gute Griff dann entfernt ist. Ja. Aber bei dir sah das sehr, sehr gut aus. Also du hast den gut gehalten und dann präzise dieses andere Loch getroffen und zack, und dann pendelt man ja raus und dann musstest du ja diesen ganzen Schwung halten. Ja? Also der Zug ist sehr athletisch und das kommt allen zugute, die an viel in der Halle trainieren. Und das ist so die Richtung, die sich das Bouldern vor allem in den letzten Jahren entwickelt hat. Das, in Sprünge, also in Richtung Sprünge. Genau, ja. Alles ein bisschen dynamischer geworden ist und so. Und ich denke deswegen fiel der Sprung zu Wolfgangs Zeiten vielen Leuten noch deutlich schwerer als heute. Ja, aber du siehst bei ihm ja auch so diese Rückenmuskulatur, diese ausgeprägte, diese starken Unterarme. Also das war so sein spezieller Körperbau. Und das hat er auch trainiert. Man sieht, dass er viel investiert hat, um die Route klettern zu können und seine anderen Projekte. Ja. Das war also er trainiert, aber dann hat er auch wieder lange Pausen gemacht. Also das war, er musste sich immer wieder für so ein Projekt motivieren. Also das ist so, dann hat es ihm Spaß gemacht. Wenn kein Projekt da war, dann ist er so... Wenn man sich fragt, wofür man das alles macht. Dann hat er tagelang nur irgendwas gelesen oder ist gar nicht mehr aus seinem Zimmer gekommen. Das war wirklich so. Aber das war ja ein echter Meilenstein. Die Aktion direkt. Da ist er wieder. War der Fleck rechts, das ist ein Vierpunktfall. Ja. Das ist super geil mit Seiler, weißt du? Gute Bewegung drin. Cool.